Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Junior Goldaktien, eine Jahrhundertchance, die vor uns liegt. Disclaimer. Junior Goldaktien, eine Jahrhundertchance, die vor uns liegt. Der kanadische Investor Robert Hirschbeck hatte im letzten großen Goldbullmarkt von 2000 bis 2011 mit Union Penny Stocks einen 750-fachen Gewinn erzielt. Herr Hirschbeck hatte 20.000 Dollar zu Beginn des Rohstoffbullenmarktes investiert und in über 15 Millionen Dollar umgewandelt. Ähm, Wir stehen jetzt vermutlich wieder vor einer solchen Chance, die sogar größer sein könnte als die zu Beginn der 2000er Jahre, denn die Kurse der Minenaktien sind tiefer als im Jahr 2000 bis 2001 und der Bullenmarkt war nicht der größte. Auch die Hui-Gold-Ratio ist mit 0,115 niedriger als die von 2000, 0,135 damals. Man kann das heutige Tief also als All-Time-Tief bezeichnen. Aktuell sehen wir dass die Bodenbildung zu Ende geht, die vor circa einem Jahr begann. Das heißt, die extrem günstigsten Kurse gibt es bald nicht mehr. Es kann also sein, dass eine Aktie nur 1 oder 2 Cent kostet und sich an einem Tag bereits verdoppelt oder verdreifacht. Mit dem 1000 Bäcker Report erhalten Sie eine Liste von Hochpotenzial-Goldaktien, die im kommenden Bullenmarkt ihren Einsatz vervierfachen und ihr Leben komplett verändern könnten. Ja, hier ist nochmal das große Bild. Also das ist der sogenannte Hui-Gold-Index auf der linken Seite, auf der rechten Seite auch, aber ein kürzeres Zeitfenster. Das ist jetzt hier der 20-Jahres-Rückblick. Also was bedeutet dieser Hui-Gold? Da wird der normale Goldaktienindizes als Anlageklasse mit Gold sozusagen verglichen. Und es fällt eben auf, dass manchmal diese Goldaktienverhältnisse Gold ungeheuer niedrig sind und einmal ungeheuer teuer. Eine Analogie, die mir dann nur zu einfällt, ist, die meisten Menschen denken der Mars ja unheimlich weit weg und machen sich eigentlich nicht viel Gedanken darüber. Aber mal ist der Mars nur 40 Millionen Kilometer entfernt und mal 400 Millionen. Also, genau so ist es mit Goldaktien. Und es interessiert keinen. Es interessiert wirklich halt. Klar, solange wir da nicht hinfliegen können und diese Strecke einsparen können, wird das im Bewusstsein der Menschen auch noch nicht machen. Aber genauso ist es mit Goldaktien. Aber wenn man sich diese Analogie doch jetzt auf Gold bezieht, dann sieht man, dass es mal extremst verdichtetes ein Wert ist. Hier sehen Sie das, hier zum Jahr 2001 und das gilt ja dann sozusagen als die größte Goldaktienrallye hier von 2001 bis 2004 stieg es von 0,135 auf 0,63. Diese Goldaktien-Goldratio. Nur zum Vergleich. Aktuell, wir sind hier, aktuell sind wir bei 0,115. Das heißt, wir sind billiger als damals vor diesem absoluten Bullenmarkt bei Goldaktien. Rational gibt es kaum eine Erklärung dafür. Und wir sehen im Grunde genommen auch, dass Goldaktien eben seit 2004 sozusagen in einem Bärenmarkt sind, der jetzt eigentlich erst den Boden gefunden hat. Eine weitere Fallhöhe sehe ich nicht. Genauso wie man da auch keine weitere Fallhöhe gesehen hat. Und es ist eben so, wo diese Tiefpunkte war es eben äußerst lukrativ, in Goldaktien investiert zu sein, wo man natürlich, wenn dann diese relativen Höhepunkte, natürlich das zu verkaufen ist immer schwer, ähm, eigentlich Aufstiegssignale waren. Und der Robert Hirschfeld hat vermutlich sehr früh günstig, der hat ja auch gesagt, der hat das schon seit längerem gemacht. Es gibt da, wie gesagt, auf CEOCH ein Video, das werde ich verlinken. Hat er schon sehr früh begonnen, da zu kaufen, hat das offensichtlich getroffen, nachgekaufen, vielleicht auch mal Gewinne mitgenommen, vielleicht hier nochmal nachgekauft und 2011 profitiert. Diese Details habe ich nicht. Ich kann diese Geschichte auch nicht total verifizieren, ich übernehme sie nur. Nur, wenn von solchen Stories gesprochen wird, das ist schon real, dass viele Millionen im Goldaktiensektor gemacht haben. Und es sind eben im Wesentlichen genau die,
die diese Tiefpunkte erkannt haben, das ausgesessen haben und mehr oder weniger in der Lage waren, auch bei den höheren Notierungen diese Aktien abzustoßen. So, und diese Chance bildet sich jetzt, ich denke, das ist hier der letzte Punkt, dass man Goldaktien zu diesen Preisen kriegt. Und überlegen Sie mal, ich hatte Ihnen ja gestern noch eine Aktie aufgezeigt, die hat sich jetzt seit Anfang des Jahres vervierfacht oder verfünffacht schon. Obwohl wir am Allzeittief ist. Was bedeutet das denn für diese Aktie, wenn wir diesen Bullenmarkt hier wieder aufnehmen? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das ist die Rezeptur, wie der Herr Hirschberg Millionen gemacht hat. Und natürlich ist das unser Vorbild. Wir versuchen das auch. Wie gesagt, das soll als Inspiration denken, was los sein kann. Goldaktienmarkt darf man nicht unterschätzen. Nur weil es nicht bekannt ist und da nicht täglich von berichtet wird, ist diese Chance trotzdem eben vorhanden. Und ich denke mal, bei dieser Tiefe, wo es keine Fallhöhe nach unten gehen, ist das, wann gibt es sowas? Das ist für mich einfach das ist wirklich eine Jahrhundertchance. Ich kann das nicht anders beschreiben. Wie gesagt, das Risiko sind irgendwelche staatliche Eingriffe, vielleicht nochmal ein Börsenrückgang, aber auch eben die Kurse für Goldaktien haben auch keine Fallhöhe. Dann kauft man die immer noch billiger nach. Also man kann das gar nicht anders beschreiben. Also meiner Meinung nach eine ganz interessante Inspiration, was der Herr Hirschberg da auf die Beine gestellt haben. Und ich hoffe, wir können das in Ansätzen oder so ähnlich auch tun. Ja, hier nochmal ein Projektgenerator mit Fokus Neufundland und im Yukon. RS-Sport ist auch investiert. Hier sehen Sie es, wie die Goldaktien reagieren können. Hier auch von wenigen Cent 2020, Corona-Tief, ja, was ist das? 5, 4 Cent, dann hochgeschossen auf 0,5 in wenigen Monaten. Einfach unglaublich und dann allerdings auch die Gewinne wieder abgegeben. Also ein nachhaltiges Investment ist es definitiv nicht und kein längerfristiges Investment. Aber diejenigen, die in der Lage sind, bei solchen Preisen einzusteigen und es auszuhalten, bis die Anstiege kommen und mehr oder weniger die Euphorie verkaufen können, die können Millionen damit machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, und bei diesem Projekt kommt dann eben noch hinzu, dass die ungeheuer viel Projekte haben. Ihr Hauptprojekt ist im Augenblick Neufundland, aber Yukon auch, haben etliche Projekte und sind auch nur mit ganz wenigen Millionen Dollar Marktkapitalisierung bewertet. Nun, das ist die Klasse der Gamble, des extrem hohen Risiko. Aber Sie müssen sich bewusst machen, wenn es dann zu einem Goldbullenmarkt kommt, sind auch solche Bewegungen, und wenn das jetzt der größte Bullenmarkt aller Zeiten ist, was Sie sagen, noch ein Multiples davon möglich. Das ist unsere grundsätzliche Überlegung, dass da im Prinzip werden diese ganzen Gebiete und hochgradiges Gold und was sie da alles haben, äh, das ist in keinster Art und Weise bewertet. Natürlich kann diese Firma vielleicht auch aufhören zu existieren, irgendwas anderes kaufen, übernommen worden, who knows. Aber ich denke nicht, dass die Manager im Anbetracht des kommenden Goldbullenmarktes auf dieses Geschäft verzichten wollen. Denn die wollen alle mit diesen Goldaktienbewegungen, die hoffentlich jetzt vor uns stehen, dementsprechend Geld machen, Millionen machen. So wie das hier vielleicht einige schon in der Phase getan haben. Ja, meiner Meinung nach ein interessantes Unternehmen mit, wie gesagt, sehr vielen Ressourcen, sehr gute Jurisdiction. Ähm, Wenn die Aktie soweit durchhält und es kommt zum Goldbullenmarkt, dann steht die sicherlich um einiges höher. Um einiges höher. Wie gesagt, sehr viele Projekte haben sie eben auch hier im Yukon. Sie sehen auch teilweise eben hochgradiges Gold, zum Beispiel 10 Gramm pro Tonne auf 5,35 Meter, 49 Gramm pro Tonne Gold. Und das ist natürlich dann, was die Unternehmen dann auch zu höheren Bewertungen dann treibt, dieses hochgradiges Gold. Und wenn dann alles zusammenkommt, neue Ressourcenschätzung vielleicht, hochgradiges Gold, das Investment von Eric Sprott, der natürlich als Market Leader da in Kanada gilt, äh, dann auch die Nähe hier
Hier sehen Sie Übernahme von 4 Konzessionsgebieten von Golden Predator und White Gold District im Yukon beworben. Das sind alles hochrangige Namen, wo die sich da rumtreiben, und die haben etliche Unternehmen, etliche Claims da abgesteckt. Also sowas könnte, wenn es jetzt zum Goldboom kommt, dann enorm aufwerten. Wie gesagt, ist natürlich keine Kaufempfehlung, aber ich wollte ihn einfach ausgraben, dass die Marktkapitalisierung von solchen Unternehmen mit riesigen Ressourcen oder Gebieten absolut winzig im Augenblick ist. Ja, nochmal zum Thema Gold. Gold könnte im Analog der 1970er Jahre von 2.000 $ auf 8.500 $ steigen. Warum sagen wir das? Weil das eben in den 1970er, 80er Jahren genau das passiert ist. Das ist eigentlich fast der ähnliche Chartverlauf, den wir hier haben. Also hier hat sich damals auch dann Gold an 200, quasi eine Null weniger, rangeschlichen. Dann kam es nochmal zu einer massiven Korrektur, und zufälligerweise war dann diese massive Korrektur von diesem Mega-Anstieg. Und sage ich nicht, dass wir davon ableiten können, auf diese Korrektur, die wir jetzt gehabt haben, es rausdrücken, dass so ein Mega-Anstieg, aber so funktioniert es. Die Leute sollen nicht dabei sein. Es ist also ein zusätzlicher Indiz, diese enorme Drückung, die wir haben, dass jetzt dieser Mega-Anstieg sein könnte. Ich sage jetzt nicht, dass das kommt. Namhafte Analysten etc., die sprechen ja eben von 2.400 Gold und so, das wissen wir ja. Aber ich bitte Sie auch nicht ausschließen zu können, dass diese Riesenbewegung kommt, jetzt auf 8.500 $. Also möglicherweise wird das ausgelöst durch die BRICS-Veranstaltung. Ich persönlich denke dass die Hochfinanz sich in jedem Fall vorbereiten will und es keine wesentlich böse Überraschung geben wird. Also Gold wird meiner Meinung nach nicht besonders ausbrechen, aber es wird möglicherweise die Stimmung verändern in dem Sektor, und dann würden eben doch höhere Goldpreise warten. Vielleicht geht es dann doch über 2.000, und das könnte dann eine riesige Geldflut in diesen Sektor auslösen, und das ist ja das, was wir hoffen, dass viele Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich steigen, und man kann eben auch Otto Normalbürger kann eben einige hunderttausend Goldaktien durchaus haben, die dann vielleicht in den 1-Dollar-Bereich geht. Und deswegen ist die Chance eigentlich für jeden da, und es ist so interessant. Zum anderen hier nochmal die Bewegung hier von diesen Aktien, die teilweise da aufgetreten sind in den 1970er Jahren bis 1980. Dann hier ging es von 5 Cent auf 19 $, 10 Cent, 36 $. Also was 1.000 $ konnte man gar nicht selten 100, 200, 300.000 machen. Und darauf hoffen wir natürlich auch. Das ist dann eine ganz, ganz extreme Bewegung. Und weil diese Unterbewegung dieser Vortex so extrem äh, ist sowas im Bereich des Möglichen. Und wie ich ja gesagt habe, wir sehen einige Aktien, die jetzt teilweise schon enorm ausgebrochen sind. Und wir sind quasi auf dem Allzeittief von Goldaktien. Und was ist, wenn da ein Allzeithoch draus wird? Unvorstellbar. Welche Finanzereignisse liegen vor uns? Ja, eben dieser Anstieg auf 2.400 $. Das hat zumindest damals, das ist ein 10, 20, 30%, das halt bei diesen alten Goldaktienbullenmärkten, wo zum Beispiel Gold hier um 30% gestiegen ist, konnten wir eben beobachten, dass einige Goldaktien hier sich verhundertfacht haben, hier von 40 Cent auf 41 $ gestiegen sind, und also das sind 10.000%, und das heißt, Goldaktien sind im Vergleich zu Gold entwickelten sich 350 Mal besser. Also eine ideale Möglichkeit im Grunde genommen, wenn man das beobachten würde und auch investieren müsste und auch reinvestieren müsste, wenn es eine Überbewertung gibt, zum Beispiel etwas Gold zum Beispiel zu verkaufen, in Goldaktien in diesen Zeitpunkten zu investieren, und wenn die Eruption gelaufen ist, die verkaufen und mehr Goldunzen wieder zurückzulegen. In dem Fall wären es 79 Unzen. Muss man sich mal vorstellen. Wir machen in ein Goldaktienbullenmarkt, obwohl Gold teurer wird, aus einer Unze 79 Unzen. Unvorstellbar. Ähm, Hier auch ein anderer Goldaktienbullenmarkt, das ist der von der Corona-Krise sozusagen, hat nochmal dieses Tief erzeugt. Wer da eingestiegen ist, konnte also 2.000% in wenigen Monaten machen. Und auch das, und Gold ist vielleicht um 20, 30%, also roundabout, ist also diese Goldaktie um das 100-fache besser gestiegen als Gold. Wie gesagt, kein Mensch achtet drauf. Klar, es ist schwer zu timen.
man muss wissen, dass dieses extreme Tief vermutlich abgelöst durch ein extremes Hoch. Nur zur Info. Wir haben aktuell, wie ich gerade erwähnt habe, ein extremes Tief bei Goldaktien. Nach wie vor. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Das hatte ich ja gerade erzählt. Das ist hier nochmal ein anderer Chart, aber auch hier wird auch Goldaktien gemessen. Und wenn man das noch weiter betrachtet, hier hatten wir gesagt, dass sie hier hier einfach sozusagen begann das im Bullenmarkt und seitdem im Bärenmarkt. Und hier sehen Sie auch, wir hatten ja gesagt, dass 1993, 96 die Goldaktien sogar noch höher waren. Das heißt, das war alles Bärenmarkt. Das heißt, selbst wenn die alten Gewinne hier von 2004 zurückkommen sollten, diese alten Höhen, kann es noch viel, viel höher gehen. 1996 war es noch viel, viel höher. Und das macht das Potenzial einfach so absolut nicht zu begreifen, groß aus meiner Sicht. Und dann auch noch eben diese Junior-Gold-Aktien sind im Verhältnis zu Senior, also den Barricks etc. dieser Welt, extrem auseinander. Das heißt, immer wenn dieser Gap war, dieser Bewertungsgap, war es gut, in Goldaktien zu investieren. Wie gesagt, hier in der Finanzkrise. Und wenn die sich dann berührt haben, wenn die Junior-Goldaktien dann ihr Aufwärtspotenzial sozusagen ausgelöst haben, war es gut zu verkaufen. Das wird diesmal auch nicht anders sein. Ja, wie hätte man den 1970er Bullenmarkt optimal gespielt? Man hätte einfach Penny-Gold-Aktien beobachten müssen, mehrere kaufen müssen, mehrere nachkaufen müssen, gut verteilen und so weiter und so weiter, warten, bis diese Preiseruption kommt. Und dann, wenn die Euphorie besonders groß ist oder jeder Gold haben will, verkaufen, abstoßen, Assetklasse wechseln, einfach sich aus dem Goldsektor zu verabschieden, sozusagen. Und dann wäre es richtig gewesen, sich auf Standardaktien etc. zu fokussieren. Und es wäre eben richtig gewesen, zum Beispiel Berkshire Hathaway zu kaufen. Das heißt, aus $50 in Goldaktien, vielleicht 1977 investiert, hätte man eine Verhundertfachung mit Goldaktien hingekriegt, 1980 reinvestiert oder so genau muss es gar nicht sein, muss dann ungefähr richtig sein, dann in Topfonds geben, weil, wie gesagt, dieser Goldaktien-Spike von 1980, das ist halt ein Inflationsexzess. Dann ist Gold und Silber und Goldaktien derartig überbewertet, dass sie nur in einen Bärenmarkt gehen können. Und das heißt dann auf der anderen Seite, aus Sicht von Standardaktien oder Zukunftstech-Aktien oder Fonds, inflationsfreies Wachstum. Und dieser Bärenmarkt von Gold, bis Gold dann wieder auf $850 war, hat es im Grunde genommen ja mehr als 20 Jahre gedauert. Also das ist der Hintergrund. Wenn alle Energie im Gold- und Goldaktiensektor ist, legt es die Basis für einen inflationsfreien Wachstumsprozess. Das muss man sich bewusst machen. Und wenn man das dann sozusagen verkettet, kann man diese riesigen Vermögen schaffen. Ja, Agnes 2, Agnes 3, Goldaktien werden irgendwann steigen, weiter steigen, sehr teuer werden. Der Markt ist ungeheuer eng. Hoffentlich sind viele Penny-Gold-Aktien bei $1. Dann wird das von der Masse auch gesehen. Dann wollen alle da sozusagen einsteigen, treiben das in absurde Höhen. Wir verkaufen das. Und die Risiken sind eben auch da. Das kann ja sein, dass die Minenländer sich an den Aktionären vergreifen, dass es da Verstaatlichungen, Extrasteuern, sonst was kommt, muss man aufpassen. Aber sicherlich erst in der Phase, wenn dieser Sektor wieder wertvoll ist, sozusagen. So, wenn er nicht wertvoll ist, wenn Sie das jetzt verstaatlichen würden, dann bringen Sie sich nur um potenzielle Arbeitsplätze und Steuerzahler, also die Minenunternehmen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber irgendwann könnte es sicherlich ein Thema werden. Ja, und das eigene Bankensystem, wir müssen uns ja auch fragen, es gehen immer mehr Banken pleite. Das Thema Bailout, also sprich das Vergreifen an den Assets, wird immer mehr kommuniziert, wird immer lauter. Sicherlich nicht bei den Aktien sofort, aber es ist auch eine potenzielle Gefahr, das will ich nur sagen. Auch müssen wir meiner Meinung nach dann ab irgendeinem Punkt auch raus und diese Gewinne zum Beispiel in physische Gold- und Silberwerte oder andere Sachwerte dann zu parken sozusagen. Jedenfalls wird es irgendwann so einen ökonomischen Tiefpunkt geben, hier 1980. 1980 konnte man im Verein eine Unze einen Dow erwerben. Und jetzt muss man irgendwo noch 19 Unzen Gold hinlegen. Das heißt, die normalen Aktienmärkte dürften noch auf 95% gegen mal Gold fallen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, da investiert zu sein.
Gleichzeitig hat Mike Maloney auch herausgearbeitet, 1980 konnte man eben für 500 Unzen Silber, damals 25.000 Dollar, dann eben 1980 ein ganzes Haus kaufen. So, wenn man das jetzt hochrechnet, und Sie sehen ja, wie die Statisten glauben ja, es wird sogar noch einen stärkeren Schlag nach unten geben. Das heißt, man kriegt dann vielleicht ein Haus, wenn es noch dementsprechend für 250 bis 300 Unzen Silber und eben für eine Unze Gold vermutlich 2 oder 4 Dollar. Wie gesagt, die extremste Aussage habe ich von Ege von Greerz, hatte ich neulich ja verlinkt im Video. Kann sich sogar vorstellen, dass Gold auf 35.000 Dollar geht und der Dow auf 3.500. Gut, das muss man abwarten. Ich will es nur gesagt haben an der Stelle. Ja, Fazit. Multiplikation der Ereignisse aus den Ereignissen ist der Key. Also, wir können einfach nicht konventionell investieren aufgrund dieser Riesenverschuldung. Die wird ihren Tribut fordern. Die Staatsschuldenkrise, wie Markus Krall etc. sagt, wird platzen und damit gehen viele Rechnungen nicht aus. Renten, Kalkulation, Pension, alles wird preismäßig implodieren und ein großer Teil davon geht ins Gold und das wird vielleicht in einer extremen Mania enden, dass alle Leute glauben, nur das so sichern zu können. Und wahrscheinlich ist das dann auch real so. Und die glauben eben, dass dann Gold in diesem Zyklus auf eine maximale Kaufkraft von 8.000 Dollar geht und Silber 300. Da sind wir noch lange nicht. Wir fokussieren uns auf diese Goldaktien, die in der Frühphase beginnen. Also das heißt, wir glauben, wir bauen eigentlich nur darauf, dass jetzt Gold sich über 2000 etabliert, auf 2400 steigt und dass eben diese Penny-Gold-Aktien in Dollarbereich oder mehr gehen. Und dann könnte man dementsprechend noch Gold und Silber kaufen, das dann aber immer noch seine Reise auf diese 8.000 Dollar fort. Und das meinen wir mit dieser 4. Also wenn man 200 Dollar investiert, für vielleicht eine für 25-fachung mit Goldaktien macht, diese Gewinne in Gold und Silber investiert, und da gibt es vielleicht noch einen Kaufkraftaufschlag um das Vierfache. Wenn dieser Punkt allerdings erreicht ist, hatte ich ja gesagt, dann ist die Zeit für inflationsfreien Wachstum gekommen. Das ist ja wie 1980 so ungefähr. Dann muss man reinvestieren. Top-Aktien würde ich da empfehlen, Top-Fonds, vielleicht einkommengenerierende Firmen oder Häuser oder eben auch teilweise Zukunftsaktien. Wir versuchen natürlich diese Assets hier auch beim 1000-Becker-Report weiter zu identifizieren. Na, jedenfalls heißt das, nach dieser Rechnung könnte man mit jeden 200 Dollar, die man jetzt investiert, langfristig vielleicht 1 Million Dollar schaffen. Und das ist eine Ereignisse-Investitionskette. Ihnen steht es ja frei, 10, 20, 30, 40, 50 dieser verschiedenen Ketten mit verschiedenen Parametern aufzusetzen. Und ich meine, das Problem ist, wir haben keine Kristallkugel. Wir wissen nicht genau, was passiert. Es ist alles im gewissen Sinne Kaffeesatzleserei. Aber ungefähr diese Richtung wird es schon gehen. Und wenn man, sag ich mal, auf, sag ich mal, 20, 30, 40, 50 Situationen sich vorbereitet durch diese Ereignisketten, was absolut möglich ist, ähm, dürften einige Ereignisketten, wenn nicht viel mehr, sehr gut performen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Zukunft mit einer dieser potenziellen Ereignisverkettungen abdecken können, ist meiner Meinung nach hoch. Und damit für sie das Risiko gering, als Verlierer darzustellen, was ja ohne Zweifel 99% oder 95% der Bevölkerung sein wird. Die glauben an Renten, Ersparnisse, sonst was, das wird dezimiert, ohne jeden Zweifel. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, ähm, Potenzialfaktor zu rechnen, das Anzahl des Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Portfoliovorschlag, den ich auf Sie zugeschnitten anfertigen kann, mache ich, äh, ist auch möglich. Sie finden weitere Informationen dazu im YouTube-Anhang. Eine Exit-Strategie ist auch mit bei, also schon mal eine Vorindikation, in welche Richtung es gegebenenfalls geht nach diesen Inflationsexzessen. Ja, Einlage von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also das ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung zur Zollfreilage in der Schweiz ist es eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf, keine Mindestinvestitionssumme und ja,
die sind relativ günstig. Mit dem Broker kann man vielleicht zum Beispiel in Deutschland mit FlatEx, de Giro arbeiten, wo man dann auch eben an der Heimatbörse, Toronto Stock Exchange, relativ günstig kaufen kann. Und dann, wenn einer das über die Schweiz noch laufen lässt, man kann das, sage ich mal, auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz da ein Depot eröffnen, könnte zum Beispiel Swissquote nehmen. Wie gesagt, einfach nur mit dem Broker ich arbeite, keine weitere konkrete Empfehlung oder sowas. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht mir auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus für diesen Kanal auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.